So after this difficult stretch we had with a few losses, I felt like we were still moving in the right direction. When times get tough, you know, my parents used to tell me just trust what works, trust the work you put in. Dann haben wir uns mit dem Trainer zusammengesetzt und haben gesagt, wir müssen uns wieder auf unsere Stärken berufen. Und das haben wir dann in den darauffolgenden Spielen wieder getan. We got to see people's true character, you know what I mean? We got to see who we really were. We were destined to be one of the best teams in the BBL from the start. We had 5 more shots in the first half. We need 5 more shots in the second half. We've got to kill these guys in the rebounds, okay? In both ends. Means you gotta go. You gotta go and box out Schilling and Jarrett when the 5s are stepping up, okay? You gotta take them out of the picture and then we can go. Same thing opposite end, okay? We crash with all 5 players. They're too scared. They're too scared to run against us, okay? Let's go, guys. Hey, great intensity and energy right from the get-go. Let's go. 3, 1, 2, 3. The feeling within the team, as always with a young team and team that hasn't done it at this level, was a little bit maybe self-questioning. Can we really do this, or was that it? Insgesamt gewinnt Ulm dieses dritte Viertel mit 18 Punkten Differenz. We have seen this movie before. We've seen this movie before. We allowed them to bully us. It's a 5-man effort to get to the rebound. 5 players. Wow! The way Russell through Aaron Jones. Jeremy Morgan. Herrera. Dieser Sebastian Herrera ist nicht zu packen. Hawkins. Ja. Wenn da keiner körperlich dagegen hält. Wayne Russell findet da noch Devontae Hawkins und das dürfte der Sieg sein für Crailsheim. Es ist wirklich einfach nur unglaublich. Man weiß als Kommentator in dieser Saison häufig nicht, was man über diese Crailsheimer Mannschaft sagen soll. Die hatten komplett den Faden verloren im dritten Viertel und gewinnen am Ende mit 12 gegen einen Eurocup-Teilnehmer. It's very competitive, you know. You have to perform every night. If not, you'd be cut. How about that, guys? Great job. Hey, tomorrow, day off. Okay, then Tuesday we just have recovery. We've got one more game right here, Bamberg, in this stretch. Okay, let's make it 3 in a row. Okay? Ready to fight back, fellas. Family on 3. 1, 2, 3. Ready to
That was also a game where we really leaned on each other and really found back to the winning ways, and then carried that all the way to the Bamberg game also. Crailsheim auf 6, Bamberg auf 7, beide 8 Siege, 5 Niederlagen. Herrera attackiert, Herrera! Alley-oop-Spiel auf Aaron Jones. Im ersten Viertel alles ausgeglichen. Crailsheim mit dem guten Start, Bamberg mit der richtigen Antwort. Russell. Herrera bewegt sich gut. Nächste Alley-oop-Spiel. Die beiden verstehen sich blind. In dem Team sind, glaube ich, so viele Waffen. Da ist es egal, da kann jeder einfach mal ausrasten. 84% Trefferquote. Und so muss es sein, so bist du einfach unberechenbar. Zurückkommt, passiert das nächste Alley-oop-Spiel, nächster Dank. Crailsheim geht mit einer 40:33 Führung in die Halbzeitpause. Good shit, fellas, man. Keep it up, keep it up. But hey, we have made the mistakes a couple times. The first 5 minutes. We cool. We know. Just go as aggressive as you can. Then offensively keeping the ball and the player movement, okay? Every time we get re-penetration, they don't know what to do. They don't play like this, okay? We attack, keep the dribble alive, kick it out, attack, space out again. Our re-spacing's been great, okay? Great, keep taking these shots, keep attacking. This is what will win us the game, okay? And then the last thing, they were very soft in the rebounds in the first half. This will be a huge challenge for us. We got to be mentally ready, okay, that these guys are going to come with rage into the boards, okay? And we got to be ready to put a body on everybody. This will be the biggest adjustment they will make over there, okay? They will talk about this for 5 minutes. We got to be ready to match that. Rennt sich diesmal fest. Morgen war da, morgen muss abbrechen, weil Taylor und Lee blitzschnell zurück waren. Herrera, schöne Drehung, schönes Anspiel. Also ich weiß nicht, wie oft die das im Training üben. Es bleibt spannend. Oh, Lee mit dem Fehlpass. Jones geht auf Nummer sicher. Unsportliches Foul gegen Darian Atkins. Das war's. 73:69, der 9. Sieg der Crailsheimer in dieser Saison. So viel hatten sie übrigens in der kompletten letzten Saison. Passes today were thrown in your direction? No, I just don't know. I just like jumping, you know. Kudos to my team. They just throw it up there and I gotta go get it. Resilient, man. We was very resilient because, as you know, we had injuries. Everybody gave a little extra, and that's what was helping us on this little win streak we got right now. And, you know, as long as we stay like that, we never know the sky's the limit. Look into this camera. Yep. Aaron Jones, take one. Aaron Jones, center, and I'm number 34. I was born in Tuscaloosa, Alabama until 10 years old.
And then I moved to a small town called Goshen, Mississippi. To be honest with you, in middle school, I wasn't going to play basketball. I wanted to be normal. Normal in Mississippi, do bad things. My 9th grade year, I tried out for the basketball team. I wasn't the best player, just worked hard. 10th grade year, I started picking up interest from schools. That's when I started becoming a point guard. I was a point guard starting off, yes. 11th grade year, won MVP of the district. Fast forward, I'm in college. If you go back and look at my college, I should be playing pro right now. Thank God that I made pro. And now, I haven't looked back ever since. I've just been killing everywhere I go. He had had a really good season in Finland the previous year. And then last season was very difficult for him in Israel and in Greece, and he had some bad experiences. I felt like everything was there for him to succeed and take another step as a player. I've been in some bad places, but you know, Germany to me is peaceful, and I really enjoy that. And he was just so excited for us to be back on the same team because we played together in Finland. I was coming back from my friend's Kyle Kuzma's basketball camp. I had signed to come play here, and AJ never knew, so, and he thought I was going somewhere else, so he didn't know where I was going to sign to because I signed pretty late. And I called him and just said, guess what? I guess we're going to be teammates again this summer. Everybody sees the lob passes, but they don't see the argument that me and him do. Like sometimes I'm telling him, short roll. And he's like, no, I'm telling you, if I roll deep, the lob's there. I'm like, AJ, no, short roll. And we'll have these conversations in games. He's like, well, I'll short roll this time. It doesn't work. I'm starting rolling long. I'm like, okay, then we'll do it like that then. He was the one guy that I had in practices sometimes difficulties, but in a weird way, I think this team needed it. The team was not a very conflict-oriented team, so I felt like sometimes it gave us also good opportunities to naturally increase the intensity. He's like the energy to our team on and off the court, you know, like he's just a guy that you always got a joke for a rainy day, you know, so he's always a great guy to be around. So a wild card in a sense, kind of like Draymond Green. You know, I think every team kind of needs one of those players. We had one of these incidents in practice. Coach, wir waren im Kreis. Guys, now we have to work harder. We have to push each other. Und was macht AJ? Schubst, so tatsächlich schubst Dwayne mitten im Kreis. Und Coach guckt ihn so an. Alle Baseline. Wir mussten erstmal laufen, bis wir nicht mehr konnten. Dann sagt fucking AJ, sagt er, guys, we need this. Wir müssen ja laufen. And you know, I really want to tell my team I'm sorry for that. I should never made y'all run. So it's just a part of his character, part of his personality. We all love AJ, so it happens. It's okay, AJ. I know you made us run a lot in practice. I just want to let you know I forgive you, bro. I forgive you. And I want to say, like, it was never with him about the work. He just needed a little bit of focus and to kind of give up that feeling of control and really surrender to the training process. Once he did that, he just took off. Here, so Most likely just take that. By the time you get there, it'll be a short closeout. Yeah. And it's the 4-minute square, right? Okay, Jeremy, you got beach. Then we got Seba will take Shafarczyk, okay, and Dwayne goes with Gutierrez. Few things here. You can always sprint full speed, you can always crash the rebounds, okay, and you can always box out. They will throw the kitchen sink at us. Just make sure we stay in attack mode and we do what we do. Find the open guy, share the ball, okay, and most of all, okay, maintain the rhythm and stay calm, okay? We know those guys are provocators, okay? Don't let them get to us, okay? That's it, guys. Let's go. Let's go. Fabio 3, 1, 2, 3.
Herrera von draußen. Also das ist von Beginn an mit Fingerschnippen hat Crailsheim da den Rhythmus. Gute Ballbewegung, sensationelle Quoten. Fazig aktuell als Alleinunterhalter. Schimpfen tut er. Und Schafazik fühlt es jetzt. Schafazik macht einfach weiter. So, Auszeit. Herrera, schön gemacht. Haben wir hier Halbzeit 55, 43, diese ja, überbordende Offensive der Merlins, die ihnen die ganze Saison ja schon das Fundament bildet, war auch hier ausschlaggebend bisher für die 12-Punkte-Führung. First, we got to clean up our transition defense. They are early offense, they are looking to score. They cannot stop us in our early offense. Every time we get the rebound, they are fucked. They are royally fucked every time we bring tempo to the game. Their only chance is if we relax. In the moments where we relax during the game, they punish us. Aber bekommt den Ball nicht. Beach ist eine Möglichkeit von draußen und der Dreier passt. 86, 82. Es ist generell in der BWL einfach so, dass kein Team putzt einfach weg im Vorbeigehen. Pass auf Radosavljevic. Franke fühlte sich gut bei dem Dreier, das hat man sofort gemerkt. Und die Hamburger gehen tatsächlich in Führung. Schafazik. Ein ganz wildes Ding. Morgen Spahn 3 zur Führung. Wow. Wow, wow, wow. Da kommt der Block. Da ist der Ball weg. Und er hat was damit zu tun, weil er den Turnover begeht. 200 Punkte fast in diesem Spiel, ohne Verlängerung. Es ist und bleibt ein Spektakel, Crailsheimer Basketball zu sehen und zu erleben. Okay, we are lucky we didn't take the L, okay, but we got to take the lesson and improve. Because next week we play a completely different level team, okay, and it will be issues if we play like this. Okay. Also ich weiß noch zu meiner Anfangszeit in Bamberg, wenn du da nicht, sag ich jetzt mal, gegen Tübingen mit 20 gewonnen hast, dann haben alle komisch geguckt, aber so ist es einfach nicht mehr. The BBL is by far the top that I've played in so far in terms of competition, aggressiveness, physical. The speed, talent, just about everything. I love the BBL, man. It's very competitive, you know. Ja, die BBL ist viel athletischer und viel intensiver als zum Beispiel die slowenische Liga. Jeden Spiel geht es wirklich auf 100%. Aggressively looking for the advantages, but really enjoy it, okay? Really enjoy it. We're gonna have these situations a lot here today. It's time to get back to Merlins basketball, okay? Let's really show our true identity, okay?
4 Punkte mehr. Und Black mit den Punkten trotz des Fouls. Da ist Herrera. Er geht nach innen zu Black. Der muss abschließen und macht das richtig stark. Gutes Spiel von Fabian Black. Ich war ein paar Mal bei 14 Punkten. Und durch, sag ich mal, gutes in Szene setzen von mir kam ich halt irgendwie auf 15 Punkte. Keiner weiß wie am Ende wahrscheinlich nicht. Während Black ein Wahnsinnsspiel macht bis hierher. 10 Punkte, das ist schon ein dickes Ausrufezeichen, was er hier setzen kann. Crossover, den Zug zum Korb. Gute Hilfe von Black. Setzt da seine saubere Statline auch noch einen Block oben drauf. Hier, ohne Knochen, weggeschmettert das Ding. Vor allem in entscheidenden Phasen wissen wir, welche Spieler in welchen Positionen den höchstmöglichen Output bringen. Switchen auch konsequent. Und Black bleibt heute perfekt. Lawrence of Brown, Turnover, starker Einsatz. Achtung, Russell. Achtung, Russell. No-Look-Pass auf Black. Und der mit dem End-One. Souverän gewonnen, jeder hat wieder seinen Teil dazu beigetragen. Gratulation an die HAKRO Merlins Crailsheim, ein erneut beeindruckender Auftritt. 85:66 Heimerfolg. Bonn muss die Punkte Ich hatte das gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt und ging in die Kabine rein, setzte mich auf meinen Platz. Und ja, auf einmal hatte ich überall Wasser. Hi, hast du ein paar Wörter für uns? Appreciate it, guys. Thanks. Ich weiß, dass die Jungs mich wertschätzen. Ich weiß, dass alle sich untereinander wertschätzen. Fabian Black, Power Forward Nummer 9. Meine Mutter hat früher Basketball gespielt, meine beiden Brüder, mein Zwillingsbruder, mein älterer Bruder Robin und Tobias. Mit meinem Schulwechsel nach Hagen zum Gymnasium bin ich in eine Sportlerklasse gekommen, wo Basketball gefördert worden ist. Und da habe ich so meine Schritte gemacht, U16, U17, U18, U20 Nationalmannschaft, Europameisterschaft gespielt, Weltmeisterschaft gespielt in Hamburg 2010. Dann war ich in Hagen so in einem Jugendprogramm von Phoenix, gibt es heute immer noch. Habe da lange MBA gespielt, ich habe 3 oder 4 Jahre, bin direkt in den Profikader gekommen. Von da aus nach Bremerhaven gegangen, zu den Eisbären. Habe da die letzten 4 Jahre verbracht. Und von den Eisbären ging es ja jetzt im Sommer nach Crailsheim. Also ich finde ihn ein unfassbarer Spieler erstmal, weil man sieht nicht in der Statistiken, was er wirklich macht. Also er macht wirklich alles, was die Mannschaft braucht und alles, was der Coach ihm sagt. Ich bin jetzt nicht der große Scorer wie andere Leute, aber wenn man sich mehr Sicherheit holt, mehr Vertrauen an den System, in die Mitspieler, dann kam das einfach so. Und ich hoffe, es geht noch so weiter. Der gibt wirklich alles für die Mannschaft und macht so Kleinigkeiten, die man vielleicht normale Fans nicht sehen. Oder wenn wir ihn brauchen, macht er Punkte. Wenn wir brauchen, macht er ein paar gute Assists. Er verteidigt immer am härtesten. Von daher, das ist für mich einer meiner Lieblingsteammates. Like to see Fabi's personality throughout the season has just been crazy because I know he's the type of person he's kind of closed off into himself. But then I seen him start to open up, crack jokes on people on the team, tell AJ to shut up and just like certain stuff like that. Ich bin ein ruhiger Charakter, ja, auf jeden Fall, schon seit Jahren. Aber wenn es auf dem Feld losgeht eigentlich, ist es ein bisschen anders. Ich glaube, das sehen auch viele Leute. Ich bin außerhalb des Feldes ruhig, auch im Training und so weiter. Aber wenn es zum Spiel geht, dann rede ich auch viel mehr, werde emotionaler, versuche Einfluss zu nehmen und so weiter, weil ich halt auch schon Erfahrung habe, im Gegensatz zu anderen Leuten, ein bisschen mehr sogar in der Liga.
Letztes Jahr stand ich auch mit den Eisbären, muss ich sagen, ganz unten in der Tabelle. Crailsheim einen Platz über uns und wir wollten alle beweisen, dass wir das besser können. Die Organisation, die Trainer vor allem. Und deswegen wollte ich auch hier sein, weil alle waren von der Überzeugung, dass wir das hier schaffen können, dass wir besser sein können als die letzten Jahre. Als ich hierher gekommen bin, habe ich viel davon gehört. Ja, ich hoffe, dass wir nicht abstiegen, nur dass es besser wird wie letztes Jahr, nur dass wir es schaffen, auszuhalten und wir werden alle glücklich sein. Und für mich, weil ich mir immer hohe Ziele mache, war das strange. That's when it switched for me. Was my teammates were telling me, "No, we're making the playoffs." They don't think like, okay, we're playing Munich. It's a big game. They don't look at it like that. They look at it like, oh, they have a good arena. We got to beat them. They picked us to be bottom of the league beginning of the year, but no one's talking about that no more. Jetzt geht es nicht mehr um den Klassenerhalt. Ich denke, da muss selbst der größte Understatement-Mensch dann irgendwann sagen, okay, was ist jetzt das nächste Ziel? And we showed kind of ourselves, first and foremost ourselves, but also other teams in the league that we are here for real. Beginning of the Frankfurt game, you know, I came in, I was injured with the shoulder dislocation from the Bond game that we had at home, and you know, it was kind of difficult, but then I knew I had to step up for my teammates and be there for them. Whoever steps on that floor today must be willing to give everything he has, and be ready to die for the other guys right here in the locker room. Okay, they are a pick-and-roll team. We are a pick-and-roll team. At some point, they will start switching, but we have all the answers for that. All right. You're an energy giver, okay? You're an energy giver right from the get-go, and let's have great energy for the 30 minutes that we warm up, and then we're ready to start this game and kick their asses. All right, guys? Come on now! Family on 3, 1, 2, 3, family! Go! Ich habe mir das Video nochmal angeschaut. Es gab keine Chance, dass wir das Spiel hätten gewinnen sollen. Also alle Statistiken, glaube ich, waren gegen uns. Das ganze Spielverlauf war gegen uns. Stucky, schlechte Entscheidung. Und wieder hat Tess Robertson gerochen. Und der Kapitän geht wie immer. Voran ist die Lokomotive, die den Skyliners-Zug zieht. Frankfurt musste es gewinnen. So. Die waren einfach ganz weit vorne, haben gefühlt einfach besser gespielt als wir. Shaquille Heinz von Frankfurt hat so ein gutes Spiel gemacht, alles getroffen. Eins ist heiß. Unter 5 Sekunden, was den Crailsheimer noch bleibt. Stucky kommt nochmal zurück als 3-Punkte-Schütze für Black für die Offense. Russell gegen McQuaid, das muss er im Alleingang regeln, das regelt er im Alleingang, das macht er gut. A little bit and going back, because when they get in the middle, we are fucked. Yeah, because I'll already get my shot off. We are 6 points down on it, okay? This is the good news, all right? But the question we have to ask ourselves, did we come here to compete, okay? Or did we just come because it says so on the program? And this is, nobody can make this decision for you. Der ist ja sowas von heiß heute. Mit 9 Punkten Vorsprung geht's in diesen Schlussabschnitt für Frankfurt. Russell gegen Rayon. Einfach super guter, kleiner, flinker 1 gegen 1 Guard, dieser Dwayne Russell. Jones.
zu 68, 2:17 vor dem Ende, Auszeit. HAKRO Merlins Crailsheim. Es ist noch möglich für die Gäste, aber jetzt muss alles passen. Hast du Bock? Ja, natürlich habe ich Bock. Wow. Get on the fucking seat, you guys right here. One guy, next. I remember that moment when Thomas yelled. That's his job, you know, to help us, to motivate us any kind of way. So when he's yelling, it'll probably get to us even more fast because you see him yelling and the emotions. So, but I went up to each and every player, you know, just don't worry, just play your game, be confident. So I think it was my job to be that guy on the bench to just remind them about that trust that the coach has in them. Hätte jemand 1 Minute vor Schluss abgeschaltet oder 2 Minuten vor Schluss, hätte gesagt, Frankfurt muss das gewinnen. Check Heinz jetzt auf der Position 5. Russell. Dwayne Russell, er ist trotzdem der Fourth Quarter Hero, auch wenn er heute keinen Dreier trifft. Seine Drives zum Korb sind einfach unfassbar. Ausgleich, Frankfurt war fast das ganze Spiel über die bessere Mannschaft. Jetzt kommt wieder Jones und der Korb zählt diesmal. Foul war vorher gepfiffen. Schauen wir hin. Hier ist das Foul vorher. Und ich weiß nicht, ob der Ball schon am Brett war. Ganz knappe Angelegenheit, ganz knappe Angelegenheit. Und da haben sich ja die Schiedsrichter zurückgezogen und ich meine halt, die haben schon viel Zeit da verbracht. Die haben sich das angeschaut, Video ist da und warum sollte es dann nicht stimmen? Also das war ein klarer Block dann von AJ. Und jetzt muss die Entscheidung irgendwo vertreten werden. Als erstes bei Sebastian Gleim. Und ich glaube, dass der Korb 2 Wurf. Ja. Und es ist korrekt. Ich glaube, es war knapp, aber es ist korrekt. Es war ein sauberer Block. Nee, sie wollen es über Momo Jones regeln. Schwieriger Dreier. Nee, wir haben die Verlängerung. Wir haben die Verlängerung. Und dann wussten wir, okay, wenn wir in der Verlängerung sind, ist es gut, weil die sind müde und wir trainieren härter als sie, also sind wir fitter. Sieht, dass Rayan niemanden hinter sich hat. Jones mit dem Rebound und dem Effort, einfach Effort, dieser Wille, den Ball zu haben. AJ, 9 Offensiv-Rebounds, glaube ich, waren das. Bei den Merlins. Jetzt schon mit einem ja, und dann am Ende in der Verlängerung hat halt Robertson direkt vor unserer Bank den Dreier getroffen. Dann halt kriegt der Weezy den Ball, Einwurf und dann dribbelt er. Und dann halt sein Klassiker. Ein Dribbling in die Mitte, Pull-up. Schussuhr, Wurfuhr. Russell ist so tough. Weezy, der halt für diese Situation der beste Isolation-Spieler der Liga. Zweier zur zweiten Verlängerung. Jones, Robertson, kurz. Und Crailsheim gewinnt das Spiel nach Verlängerung in Frankfurt mit 83:81. Ich weiß, da sind wir noch hochgelaufen zu den Fans. Weezy hatte ja dann sein Magenta Sportinterview nach dem Spiel, obligatorisch, Man of the Match. Und er ist dann hochgerannt zu uns und unser Edelfan hatte die Maske von Weezy auf. Und dann saßen die zusammen da, hat ihn umarmt und das war halt einfach ein saugeiles Gefühl. Also die ganzen Zuschauer haben MVP gerufen. Also ich glaube auch, dass er MVP der Saison ist. Warum nicht? Dayan will always come up to me and I never like put it in, I never thought about it too much, but he would always come to me like, show him why you're the MVP, right before I would go out. Yeah, bro, that's why you're the MVP. I'm like, bro, shut up. Like, I didn't know. He's like, no, bro, a lot of people said that you might be the MVP. And I'm like, I didn't know at that time. And he was like probably the first person to tell me. It kind of is like an individual trophy, but it really isn't. You know, you gotta have, for somebody to win an MVP, you gotta have a complete great team behind you. If I do get it, it'll definitely be like an honor to my team, not just to me. Wahnsinn, wie viel Verantwortung der übernehmen kann, wie viel Ballhandling der alleine auf seine Schultern lasten kann, was für gute Entscheidungen er trifft mittlerweile auch. Und der überrascht mich vor allen Dingen in diesem Ansprung seiner Entwicklung und führt auch für mich ganz klar das Spielsystem so an, mit einem balldominanten Point Guard. Und er hat einfach so ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Man merkt auch, wie er
mit den Coaches zusammenarbeitet, die ihm unglaublich viel Selbstbewusstsein geben und man merkt es einfach, wie er aufblüht und mich freut es auch zu sehen, dass er dann einfach so auch einen Sprung gemacht hat von letztem zu diesem Jahr. Wenn er den Dreier trifft, dann sagen wir mal, ist es Game Over, weil du musst rausgehen, dann schlägt er dich sowieso, weil er meiner Meinung nach der schnellste Spieler in der Liga ist. He's probably one of the fastest players in Europe. He don't think so, but I've seen fast NBA players, I've seen fast Europe players, I've seen the whole thing, and he's up there. Es macht einfach auch Spaß ihm zuzuschauen. Für mich im Training ist die Hölle, ihn zu verteidigen. Aber ich weiß, das bringt mich noch mehr in Form, macht mich noch besser, aber es ist ein sehr anstrengender Job, deswegen weiß ich, wie sich auf jeden Fall die Gegner fühlen. We will do the opposite and go harder than we've ever gone, okay? And then there will be a limit. And then you will come to a point, okay, that you have to make a decision, okay? Do I quit or do I push through it, okay? And nobody can make this decision for you, only you can. But this is why we have practiced like we have from the start of August, okay? So we are ready for this moment, all right? Let's go, guys. Let's go, let's go, let's go! Come on now! Family on 3, 1, 2, 3, family! Das Spiel gegen Braunschweig, das ist wie so ein Stein, der vom Herzen gefallen ist. Wir haben mit 2 Freiwürfen hat's angefangen, hast dir schon mal ein bisschen Rhythmus geholt. Und dann hinten in der Defensive bin ich, glaube ich, noch einen Ball gesprungen. Hast dann da den Ball gekriegt, Jeremy einen Korbleger gemacht und das sind so Sachen, die holen dich ins Spiel. Russell rüber in die Ecke, Herrera attackiert, findet Stuckey offen für 3. Da hast du Rhythmus, dann bist du auf einmal hyped, jeder rastet aus, die ganze Halle rastet aus, vor allem zu Hause. Letzter Angriff der ersten Hälfte, du hörst den HAKRO Merlins Crailsheim. Russell gegen Leis, wieder wird er gedoppelt, findet den Pass raus auf Stuckey und der fällt! 50-43, Crailsheim beißt sich hier in die Partie. All right, a few key points. Now, Steiger, Kleppais, Lawson. These guys cannot get shots off, okay? We are not talking about contesting. They cannot get shots off. They will come out more aggressive or they will play zone, they will do something tactically. Make sure we stay very aggressive against anything they do. Use the pick and roll really to attack and to provoke, okay? And then let's get the dominoes falling after that, all right? But we need same type of fighting spirit, okay? We need same type of fighting spirit like we had in the first half to pull this off, okay? Let's go, let's go now, let's go now. Family on 3, 1, 2, 3, family. Russell. Stuckey mit dem Dreier. Ja, die Dinger sind einfach reingefallen. Das sind natürlich auch die Sachen, die du auch trainierst. Die Jungs haben dann auch gemerkt, okay, hat einen Lauf und dann wirst du auch gesucht. Stuckey mit Hand im Gesicht. Mo Stuckey ebenfalls mit einem wahnsinnig guten Auftritt. Weezy hat auch da ein unglaubliches Spiel gemacht, also richtig geil gespielt. Russell attackiert behind the back, super abgelegt. Wieder Dwayne Russell, wer sonst? Rüber in die Ecke, Stuckey drückt ab, ohne Zögern. Ich vor allem bin so ein Spieler, wenn ich mal Rhythmus habe und das auch fühle, dann nehme ich auch gern die Würfe, nehme auch gern die schwierigen Würfe. Gute Ballbewegung, Stuckey, 6 von 6 von der Dreierlinie für Mo Stuckey. An einem Tag wie so einem, wo der Korb dann riesig ist, ja, kann da mal sowas wie 7 von 7 rauskommen. Stuckey, es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Mo Stuckey
Stucky heute 7 von 7 von der Dreierlinie. Mo Stucky. Karrierebestwärts auch für ihn. Stucky dribbelt die Uhr aus zum nächsten Heimsieg der HAKRO Merlins Crailsheim. Eine herausragende Partie in der Offensive, angeführt von Mo Stucky und Dwayne Russell. Mo Stucky put up a new career high. He was 7 of 7 from the three-point line. Anything to say about that guy? I mean, I love that guy. You know, ever since he came into our team a little late, but ever since he's been a great guy for us. Like a mentor to me, you know what I'm saying? I go to him for advice all the time, so he's a great guy. Get his ass! Wayne und mich haben sie da erwischt. Ich glaube, da hatten wir beide unsere Career Highs und ja, war dann eine schöne Dusche schon mal. Also was da heute jeder geleistet hat, Mo und Dwayne vorweg, aber auch alle anderen, kannst du echt keinen ausnehmen. Es ist unglaublich gewesen, was die geleistet haben. Ich bin echt stolz. Am Ende haben wir unsere Eier gezeigt, weil wir haben Spiele gedreht, die eigentlich verloren waren. Es kommen noch einige an schwierigen Gegnern, aber ich glaube, so wie die Mannschaft momentan spielt, ist das Schöne, dass wir es in der eigenen Hand haben, auch diese Spiele zu gewinnen. Ich glaube, dass diese Saison wirklich alles möglich ist. I never had fans travel to away games the way the Merlins fans did. Aber dann kommst du zum Warm-up 30 Minuten vom Spiel in die Halle rein und du siehst halt diese ganze Ecke hinter unserer Bank voll mit Crailsheim-Fans. Gehen wir mal als Merlins in die große, weite Welt. 18 Millionen Leute im Rücken zu haben, ist einer der geilsten Gefühle der Welt. Ein wahnsinnig tolles Erlebnis, Basketball auf einem anderen Kontinent zu erleben. Deine Brille ist gerade ein bisschen krumm. Das liegt daran, dass sie völlig kaputt ist. Werden wir deutscher Meister oder nicht? Ja, 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 deutscher Meister. Deutscher Meister, HAKRO Merlins Crailsheim. Du bist ein Orakel. Yeah.